glaube, was die meisten nicht wissen, was wir auch mit dieser CD zeigen wollen, ist, was möglich ist am Bass. Man kann natürlich wunderschön die Bassfunktion übernehmen, aber auch in den hohen Lagen oder in den Mittellagen hat man eine unglaublich große Ausdrucksmöglichkeit. Ja, ich finde, der Kontrabass lässt sich am besten umschreiben mit monumental. Der Kontrabass hat einfach diese unglaubliche Tiefe. Und ich finde, er ist immer wie, wenn man in der Bergsteigersprache spricht, er ist das Basecamp. Von da aus bewegt sich alles, da wird alles organisiert, es baut sich wirklich von unten auf. Aber das Tolle ist dann, dass es bis oben einen unglaublichen Sound produzieren kann am Kontrabass. Und diese Vielfältigkeit von der Tiefe bis in die Höhe, das ist eigentlich das, was mich am meisten begeistert am Kontrabass. Die Idee beim Repertoire war, wir nehmen Highlights, absolute Highlights aus der Musikgeschichte und spielen sie nur mit Kontrabässen, mit keinem anderen Instrument. Die wahrscheinlich größte Herausforderung für mich war das Arrangieren und das Aufnehmen von der Chaconne von Bach aus der zweiten Partita für Violine Solo. An diesem Arrangement habe ich wahrscheinlich 6 Jahre lang gearbeitet, immer wieder noch was angepasst und dann ist neu gelernt und dann wieder angepasst, bis eine Version war, die dieser unglaublich guten Musik tatsächlich gerecht werden kann. Die Besetzung in dieser CD war ein absoluter Traum. Aus der Wiener Kontrabassschule 2 absolute Top-Bassisten, beides Solo-Bassisten der Wiener Philharmoniker, Christoph Wimmer und Herbert Meyer. Und ich bin ja selbst in der Wiener Schule groß geworden und dadurch da das Best-of dabei zu haben, war natürlich fantastisch. Und mit José Trigo, einem Studienkollegen von mir aus Nürnberg, hatten wir einfach einen Bassisten, der gerade alle Wettbewerbe gewinnt und alle heiklen Stellen immer so perfekt drauf hatte. Das war ein absoluter Luxus. So eine Bassquartettbesetzung kriegt man selten zu hören. Ich hätte kaum gedacht, dass es auf so hohem Niveau funktionieren könnte. Ich habe es wirklich gut gefunden. Man kann sich das oft schwer vorstellen, wenn man direkt im Ensemble ist und spielt, weil man doch einen ganz anderen Höreindruck hat. Aber das Ergebnis dieser Aufnahme finde ich wirklich toll und ich hätte es nicht gedacht, aber ich höre mir es privat selbst zum Vergnügen an. Was ich vom Klangbild eines Quartetts dieser Art sehr passend finde, sind die Bruckner-Stücke. Ich war ein bisschen skeptisch, was die Pop-Songs betrifft, habe aber dann festgestellt, dass es sehr gut funktioniert. Es kommt eben auf die Leute an, die sowas machen. Heutzutage, es hat sich die Spieltechnik entwickelt und auch die Arrangements werden immer besser und so hat wirklich das Kontrabass-Quartett und das Ensemblespiel eine absolute musikalische Berechtigung. Es macht wirklich Spaß und Freude zuzuhören. Das
war früher nicht immer so, sage ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie oft ich gefragt werde, und was machst du so? Ja, ich spiele Kontrabass. Und beruflich? Ja, Kontrabass. Ernüchterung ist eingetreten. In dieser CD können Sie wirklich das Klangerlebnis Kontrabass komplett neu erleben. Es ist etwas, das man nicht nebenher laufen lässt, sondern man setzt sich hin, schaltet das ein und ist einfach weggeblasen. Und um diese Emotionen geht es in der Musik. Und das ist mit dieser CD perfekt.